Immer mehr große deutsche Industrieunternehmen zieht es in die USA. Hauptgrund für die wachsenden Investitionen in Amerika sind laut der deutschen Industrie Unsicherheit bei der Energiepolitik in Deutschland. Dazu wollen wir uns in diesem Video befassen. Als sich Angela Merkel 2011 nach dem Atomunglück in Fukushima in Japan dazu entschied, mit dem Despoten Putin ins Gebüsch zu springen und ab dann hier günstige Energie aus Russland zu beziehen in Form von Erdgas, aber dafür letztlich das Ende der deutschen Atomkraft zu verkünden, beging sie einen folgenschweren Fehler. Unglaublicherweise war sie ja in der DDR aufgewachsen und wusste ganz genau, zu was die Russen fähig sind. Trotzdem entschied sie sich hier letztlich mit Putin Geschäfte zu machen. Die Quittung dafür darf heute die deutsche Industrie bezahlen, die nun viele Jahre von günstigen, ich würde sagen zu günstigen Energiepreisen dank des russischen Gases verwöhnt war. Nun kommt es hier zu einem Realitätsschock. Das russische Gas fließt so nicht mehr. Niemand will mit einem mörderischen Kriegsherrn Geschäfte machen. Und das ist auch richtig so. Aber es zeigt sich eben, dass es ein folgenschwerer Fehler war, hier nicht in die Energiesicherheit in Deutschland zu investieren. Und deutsche Unternehmen gehen nun nach Amerika, wo sie genau diese Sicherheit haben. Michael Heinz, Vorstandsvorsitzender der BASF in Nordamerika, erklärte der Financial Times, dass die Marktgröße der USA, die Wachstumsaussichten im nächsten Jahrzehnt und staatliche Anreizprogramme Amerika zu einem sehr attraktiven Markt machen. Das Unternehmen plant in den nächsten Jahren 3,7 Milliarden Euro in Nordamerika zu investieren. BASF ist damit ein wichtiges Beispiel für Investoren und Politiker, die über die schleichende Deindustrialisierung Deutschlands besorgt sind. Nachdem BASF eine dauerhafte Verkleinerung ihres Hauptsitzes in Ludwigshafen angekündigt haben, mit Tausenden von Stellenstreichungen und Werksschließungen nach dem Anstieg der europäischen Energiepreise, eben als Folge hier des Einmarsches Russlands in der Ukraine. Ganz klar, BASF ist nur eins von vielen Unternehmen. Europas größte Volkswirtschaft wurde besonders stark vom Verlust billigen russischen Gases getroffen. Allein dieses billige russische Gas ermöglichte es Deutschland jahrzehntelang, ein Zentrum der Schwerindustrie und des verarbeitenden Gewerbes zu bleiben. Eine Studie aus dem vergangenen Jahr ergab, dass fast ein Drittel der deutschen Industrieunternehmen planen, die Produktion im Ausland statt im Inland anzukurbeln. Eine Zahl, die sich im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppelt hat. Doch es wäre falsch, letztlich hier nur die Russen verantwortlich zu machen. Natürlich ist auch die ganze Energiewende ein Problem. Herr Heinz von BASF Nordamerika sagt, Europa leidet zunehmend unter Überregulierung, langsamen und bürokratischen Genehmigungsverfahren und vor allem hohen Kosten für die meisten Produktionsfaktoren. Heinz sagt weiter, es besteht kein Zweifel, dass die europäische Industrie vor Herausforderungen steht. Die energieintensiven Industrien in Europa werden mittelfristig eher schrumpfen als wachsen. Heinz sagt, dass Deutschland und die EU insgesamt ausreichend grünen Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen erzeugen müssten, die richtige Infrastruktur für Strom und Wasserstoff aufbauen, sowie weniger Bürokratie und schnellere Genehmigungsverfahren entwickeln, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Bis das passiert, werden also weiter Unternehmen hier im Ausland investieren. Neben den USA ist BASF auch ein Großinvestor in China, wo fast die Hälfte der geplanten weltweiten Investitionsausgaben bis 2027 geplant sind. Das Unternehmen baut derzeit in Guangdong eine hochmoderne petrochemische Anlage im Wert von 10 Milliarden Euro. Dort wird man weitestgehend grüne Energie einsetzen, die in Europa noch nicht im erforderlichen Umfang verfügbar wäre. Kritiker befürchten, dass die deutsche Industrie den Fehler wiederholt, den sie gemacht hat, als sie sich zu sehr auf Russland verlassen hat. Hier wird man nun kritisiert,
dass zu große Hoffnung auf einen autokratischen Staat gesetzt wird, in diesem Fall China. Diesen Monat kündigte BASF an, Anteile an seinen beiden Joint Ventures in Xinjiang zu verkaufen, wo Peking weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Dies folgte auf Vorwürfe des Einsatzes von Zwangsarbeit seitens der EU-Regulierungsbehörden und auch der Behörden in den USA, die nun Lieferketten strenger unter die Lupe nehmen. Natürlich ist China auch hier ganz und gar nicht glücklich, dass deutsche Unternehmen hier weitere Investitionen von China abziehen. Tatsächlich erwartet die Deutsche Industrie- und Handelskammer in einem Bericht von letzter Woche, dass die USA China spätestens im Jahre 2025 als wichtigsten Handelspartner Deutschlands ablösen würden. Man kann hier also sagen, dass hier auf deutscher Seite die politische Führung tatsächlich versagt hat. Nicht nur hat man zugelassen unter Merkel, dass hier eine Abhängigkeit gegenüber Russland besteht hinsichtlich der Energieversorgung. Man hat nach wie vor das Thema Energiesicherheit noch nicht unter Kontrolle. Ich meine, selbst Greta Thunberg setzt sich ja für den Einsatz der Atomenergie ein. Dennoch müssen die Deutschen wieder päpstlicher als der Papst sein und weit über das Ziel hinausschießen. Wäre es nicht viel wichtiger gewesen, hier für die deutsche Industrie Energiesicherheit zu gewährleisten und dann parallel vielleicht, und dagegen hat ja niemand etwas zu sagen, grüne Energien aufzubauen, bis diese voll funktionsfähig, voll belastbar sind und sich auch Energie speichern lässt. Tatsächlich haben wir nun eine Situation, wo eben Energieunsicherheit besteht, Unternehmen eben nicht mehr wissen, ob sie kommen oder gehen und daher in anderen Ländern wie den USA investieren. Die USA haben natürlich hier, was die Energieversorgung betrifft, einen eindeutig pragmatischeren Ansatz. Natürlich ist auch in den USA die Energiewende geplant, aber man wird natürlich niemals hier das Wirtschaftswachstum oder überhaupt die Existenz der Industrien aufs Spiel setzen, um hier vorschnell irgendwelche ökologischen Ziele zu erreichen. Freilich spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Die USA locken schließlich mit ihrer starken Wirtschaft und lukrativen Steueranreizen. Hier haben sie es nun geschafft, deutsche Unternehmen zu einer Rekordsumme an Kapitalinvestitionen zu überzeugen, während sich die Bedingungen im deutschen Heimatmarkt und in China, dem bisherigen wichtigsten deutschen Handelspartner, weiter verschlechtern. Nach Angaben von FDI Markets, einer Tochtergesellschaft der Financial Times, kündigten deutsche Unternehmen im vergangenen Jahr Kapitalzusagen in Höhe von 15,7 Milliarden US-Dollar für US-Projekte an. Ein Anstieg gegenüber 8,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, also fast eine Verdoppelung, was die in China zugesagten 5,9 Milliarden US-Dollar in den Schatten stellt. Wir alle wissen, es gibt in den USA den sogenannten Inflation Reduction Act. Er verspricht mehr als 400 Milliarden Dollar an Steuergutschriften, Krediten und Subventionen für Unternehmen, die letztlich hier die US-Produktion wieder ankurbeln und die Energiewende beschleunigen. Deutsche Unternehmen kündigten im Jahre 2023 185 Kapitalprojekte in den USA an, davon 73 im verarbeitenden Gewerbe. Das größte Projekt war eine 2 Milliarden Dollar Investition der Elektrofahrzeugtochter Scout Motors von Volkswagen in Columbia, South Carolina. So, kann Deutschland diesen Trend wieder umkehren? Nun, wie gesagt, aus meiner Sicht eindeutig hier Führungsschwäche bei der Bundesregierung und vor allen Dingen auch beim Bundeskanzler zu sehen. Hier muss tatsächlich etwas gemacht werden. Ich bezweifle, dass dies funktioniert. Zu zerstritten ist tatsächlich die Koalition. Vermutlich ist die Koalition, so wie wir sie heute haben, aus SPD, Grünen und der FDP überhaupt gar nicht handlungsfähig. Dazu sind wahrscheinlich die Ziele der einzelnen Parteien viel zu unterschiedlich. Man wird also damit weiter leben müssen, dass sehr große Unternehmen im Ausland weiter investieren, dass zunehmend das produzierende Gewerbe, was ja letztlich das Rückgrat des Wirtschaftsstandortes Deutschland ist, die industrieherstellendes Gewerbe, dass dies immer weiter in Deutschland an Bedeutung verliert und an andere Standorte verlegt wird. Hier spielen auch Faktoren wie die demografische Entwicklung eine Rolle, aber hauptsächlich scheint es mir so zu sein, dass die USA den Industrieunternehmen Planungssicherheit bieten,
was sie in Deutschland momentan nicht bekommen. Zu den USA kann man nur sagen, Totgesagte leben länger. Schon oftmals wurde ja heraufbeschworen, dass China die USA als wichtigste Wirtschaftsmacht ablösen wird. Ich denke, davon ist schon lange keine Rede mehr. Und wie wir ja in einem anderen Video schon gezeigt haben, wird China die USA vielleicht in 60 oder 70 Jahren überholen. Wobei ich auch das für unwahrscheinlich halte. Zu negativ ist einfach auch in China, so wie in Deutschland, die demografische Entwicklung. Das ist das Kernproblem beider Länder und vieler anderer westlichen Länder im Übrigen auch. Die USA haben dieses Problem nicht ganz so ausgeprägt. Sie haben es auch, aber nicht ganz so ausgeprägt. Hier schrumpft die Bevölkerung langsamer als zum Beispiel in Deutschland und in China. Wenn auch du vorhast, in den USA zu investieren, vielleicht ein Unternehmen in die USA zu expandieren und es muss dabei gar kein so großes Unternehmen sein wie BASF, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Wir sind seit 2008 in den USA präsent. Ich selbst habe mehr als 10 Jahre in den USA gelebt. Wir kennen uns dort hervorragend aus. Wir haben ein Team von Steuerberatern und Rechtsanwälten, die unsere Mandanten bei ihrem Vorhaben in den USA unterstützen können. Ich packe den Link zum Beratungsgespräch hier in die Beschreibung und würde mich freuen, zu deinem US-Vorhaben mit dir demnächst zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.